Wir haben es nicht weit geschafft. Wie viele Kilometer sind wir insgesamt gefahren? 7 oder so. Und jetzt sieht die Straße so aus. Wir stecken fest. Und es schneit. In die andere Richtung auf den Weg machen. Und es schneit. Und jetzt versuchen wir hier gerade so Abläufe zu machen für die Pfützen. Oh, der ist schon versiegt. Hier. Und versuchen das Wasser von der Straße wegzuleiten, weil es ist einfach so krass schlammig. Es ist wirklich einfach nur unglaublich aufgeweicht, der ganze Untergrund. Und es ist zu gefährlich für uns zu fahren jetzt. Genau. Malte hat den Spaten geholt und da steht der Düdo. Und wir haben uns jetzt für die nächsten 2-3 Tage darauf eingestellt, hier zu bleiben, nicht mehr weiterzufahren. Aber wir können schon versuchen. Ich glaube, es wird halt nur noch schlimmer. Und da hinten ist Schnee. Da liegt Schnee. Oh, ich muss die Kamera ausmachen. Es wird zu. Es schneit zu doll. Jungpioniere bei der Arbeit. Das nächste Streckenabschnitt, wo wir denken, naja, vorhin haben wir uns einfach mit dem Düdo durchgegraben. Ich stecke jetzt mal an, ja? Ja, stech mal an. Und riecht schon ganz schön gut, ey. Hey, guck mal, meine Schuhe, ey. da klebt der Matsch richtig drunter, ne? Schon haben wir einen Reifen im Bach, ne? Ja. So. Diese Straße wollen wir in 2 Tagen am liebsten nochmal fahren. Aber noch sieht nicht danach aus. Steht völlig unter Wasser und es ist extrem schlammig. Es ist so richtig aufgequollener Ton-Matschbrei. Wie in den Tropen. So, die nächste Stelle ist gefunden und wird entwässert.
Boah, was für ein Schwein. So, nächste Stelle. Wir haben uns mittlerweile dazu entschieden, umzukehren. Morgen oder übermorgen, weil wir sind den Weg ein bisschen abgelaufen. In die Richtung, in die wir eigentlich wollen. Die ja noch 14 Kilometer so weit ist, bis man zur nächsten Straße kommt. Und zurück sind es 7 Kilometer. Und es wird einfach immer nur noch schlimmer. Sodass wir jetzt gesagt haben, wir fahren zurück morgen oder übermorgen. Je nachdem, ob es nochmal regnet oder ob es trocken bleibt. Du kommst leider nicht drauf auf die Steine, Malte. Ja, ich drehe einfach nur durch, ne? Mhm. Okay. Scheiße, ey. Vor allem, ich komme mal tiefer, wa? Ja, fuck. Jetzt haben wir es schon ein bisschen verkackt vielleicht, wa? Malte, was meinst du? Ja, wahrscheinlich, ey. Ich probiere jetzt einfach noch mehr Steine unter den Reifen zu bekommen. Wenn der Boden nicht so gefroren wäre, wo haben wir denn die Schaufel? Die ist da hinten. Wir sind ja vor 2 Tagen hier angekommen und es hat geregnet. Es hat gestern auch den ganzen Tag geregnet. Und die Piste ist zu einer richtigen Schlammbahn einfach nur geworden, sodass echt keine Chance bestanden hätte, hier rauszukommen. Und jetzt war es über Nacht so kalt, dass alles gefroren ist. Und jetzt dachten wir probieren es. Am Anfang lief es auch total gut. Wir sind den Hang hochgekommen. Aber diese Stelle, die haben wir wahrscheinlich ein bisschen zu langsam genommen, ne? Es hat auch so gerumpelt, das war so krass und jetzt stecken wir richtig fest. So, mittlerweile ist es schön getaut und wir stehen richtig dick im Schlamm drin. Ja. Und wir versuchen jetzt mal, also wir waren... Sandbleche zu positionieren, oder? Genau. Oh! Alter. Voll Entschuldigung. in die Fresse Entschuldigung, gekriegt. ich pack's nach links. Siehst du auf die Band. Das ist aber wenigstens auf Band. Wir waren gerade im Dorf und haben Tee getrunken mit einem Albaner und seiner Tochter. Aber es gibt kein Auto im Dorf, zumindest jetzt nicht. Das einzige Auto, was es gibt, ist irgendwie woanders und kommt heute wohl wieder. Aber die wagen zu bezweifeln, dass sie überhaupt zu uns kommen und uns dann rausziehen können. Genau. Aber wir hoffen trotzdem drauf. Aber es ist ein Jeep. Es ist angeblich ein Jeep, ja. Immerhin das, ne? Und morgen soll es wieder regnen. Morgen soll es wieder regnen. Es ist einfach so krass, dieser Untergrund. Man kann einfach nicht stehen. So, und da stecken wir fest. In diesem krassen Matschfeld. Und hier läuft auch die ganze Zeit das Wasser schön nach. Von den Hängen runter. Schön dahin, wo wir stehen. Jetzt warten wir hier gerade, es soll irgendwie ein Jeep kommen. Um 3 Uhr hierher angeblich. Und vielleicht traut er sich uns rauszuziehen. Aber müssen wir mal gucken, weil der Weg ist ganz schön schlammig zu unserem Auto. Ja. Könnte auch sein, dass er es nicht macht. Hier wohnen die Leute, die uns, für den wir heute Morgen Tee getrunken haben. Hier sind die Hühner. Scheiße, Alter. Das wird nichts. Scheiße.
Trecker gekommen und jetzt werden wir hoffentlich abgeschleppt. Oh, ist das geil. Ich fass es nicht. Wir haben es geschafft, ey. Wir haben es geschafft. Alter, war das knapp. Dieser Trecker hat uns rausgezogen, ey. Der ist irgendwie heute wahrscheinlich um, keine Ahnung, mitten in der Nacht aufgestanden und ist einfach mal 70 Kilometer. Ich meine, der ist ja auch überlangsam, ja? Ja. Ist der zu uns gefahren und hat uns gerade rausgezogen, aber wir verlieren Differential. Wir saßen mit dem Differential auf dem Stein auf. Ja. Also, wir sind rausgekommen, aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ich glaube, das Differential, das Kussgehäuse ist nicht gerissen, sondern es ist wirklich nur der Deckel. Aber da ist Schotter ist unser Grund eigentlich unser Leben. Er fährt da nur nicht durch, weil er zu breite Reifen hat, meiner Meinung nach. Ja, das ist Schotter. Jetzt kommt noch eine Stelle und dann haben wir es. Und dass wir jetzt am frühen Morgen uns das Differential kaputt machen. Es ist zwar ein Sonntag. Ey, ist doch scheißegal. Hauptsache wir sind da draußen. Mir ist alles egal. Hauptsache wir stecken da nicht mehr fest. Und ich meine, das Auto fährt noch. Ja. So sehen unsere Werkzeuge aus nach der verschlagenen Schlacht. Hier liegt gerade alles zum Trocknen. Und der Dido, ich habe schon ein bisschen aufgeräumt, geht langsam. Es geht langsam. Bei Malte sieht es noch ziemlich schlimm aus. Aber es wird, wir müssen auf jeden Fall nochmal richtig aufräumen. Der Deckel vom Differential ist verbogen. Das sieht man hier ganz gut eigentlich. Siehst du das? Hier unten eigentlich, nur an der Ecke. Ja. Und Ja. wir sind mit dem Differential an einem Stein hängen geblieben, als wir uns festgefahren haben. Und als uns ein Traktor rausgezogen hat, hat sich leider der Differentialdeckel verbogen. Jetzt sind wir hier in der Werkstatt und machen den Differentialdeckel heiß und schlagen den dann wieder plan. Ja. Ja, dann wird er mit neuer Dichtungsmasse eingesetzt. Ja, okay. Und dann sollte es wieder dicht sein. Malte beseitigt die letzten Schäden von unserem Matschabenteuer und entlandet den Wagenheber und fettet ihn neu. Genau. Und unterm Auto, gestern hat es noch alles geklappt, der Deckel vom Differential wurde wieder gerade gemacht und in der Werkstatt haben sie Differentialöl wieder reingefüllt und soweit ich das von hier sehen kann, sieht das eigentlich ganz gut aus. Scheint dicht zu sein.
Und heute haben wir diesen wunderschönen Stellplatz hier direkt am Fluss. Mit diesem schönen Kiesstrand. Und da oben ist unser Parkplatz. Also es war schon ziemlich krass, ne? So, Ja. die letzten 4 Tage, in denen wir da festgesteckt waren im Schlamm. Und zusätzlich war es auch wahrscheinlich noch ein bisschen anstrengend, weil wir halt gerade fasten und seit 6 Tagen nichts mehr gegessen haben. Es ist einfach krass, auch in diesem Dorf, dass es da kein Auto gibt. Und wir sind heilfroh, dass dieser Trecker uns dann da rausgezogen hat. Ja. Der hat uns, also da haben mehrere Leute noch zu uns gesagt, dass wir da viel zu viel bezahlt haben. Aber es war uns so egal. Hauptsache raus aus dem Schlamm, wirklich. Und ich meine, der ist mitten in der Nacht aufgestanden, ist irgendwie durch eisige Kälte, es gab nachts Frost, ist der 4-5 Stunden zu uns gefahren und musste seinen Trecker dann auch da stehen lassen, weil er nämlich keine Zulassung hat und nicht von der Polizei rausgeholt werden wollte und deswegen ist das alles schon okay. Und die Reparatur vom Differential war super. Ja. Also 16 Euro gekostet. hat 16 Euro gekostet. Der Mechaniker war super entspannt und mega kompetent. Der hat da die Dichtung zurecht gebastelt, also sich abgepaust und zurechtgeschnitten. Und ja. Und der hat den Deckel heiß gemacht und wieder zurückgeformt und so. Also, Genau, das hat er schon Einzige so ist, es gab nicht das richtige Differentialöl. Ne? Wir haben Ja, das das muss ich falsche noch. Differentialöl. Also falsch. Wir haben jetzt halt, ja. Wir haben Differentialöl im Differential und das ist das Wichtigste. ja.